Alexandra, frage die Karten, zeigen mir einen Weg. Ja, hallo zusammen, ihr Lieben. Willkommen zum Wochenorakel für die neue Woche. Bevor ich anfange, möchte ich kurz was sagen. Ich sage ja schon lange nichts mehr oder nicht mehr viel, aber es gab Kommentare oder es gab einen Kommentar, den ich jetzt mal aufgreife. Und es geht ums Kartenlegen an sich, ne? Es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Ich kann mich hierher setzen und kann Horrorszenarien aus den Karten lesen. Das machen Leute, die sich ihrer Verantwortung nicht bewusst sind. Oder ich kann einen kollektiven Überblick über die Themen geben. Dabei nehme ich die Karten so, wie sie kommen. Ich lasse das extra auch immer so laufen, damit ihr seht, dass die rausfallen. Wie ich ein großes Blatt deute, bleibt immer noch bei mir. Aber jeder weiß, ich bin selber gerade in einer schrecklichen Situation. Und es ist gut, dass gute Karten rauskommen. Denn sonst würde ich mein eigenes Kartenblatt deuten. Und das wäre nicht dem Kollektiv entsprechend. Und ich habe auch keine Lust und keine Kraft mehr, über dieses Thema zu diskutieren. Wem es zu gut ist, das Blatt, der kann ja woanders gucken. Das wollte ich nur mal sagen. So, jetzt gucken wir ins Kollektiv. Hoffen auf gute Karten. Und ich bin gespannt, was wir für die nächste Woche hier fürs Kollektiv mitkriegen. Ihr dürft am Ende noch was auswählen, wenn ihr wollt. Wir warten, bis die erste Karte fällt. Das ist schon mal schön. Das ist eine schöne Energie. Hier geht es um Geld, um Sachen, die sich finanziell klären, möglicherweise auch auf zwei Wegen. Es kann hier eine gute Nachricht sein, eine gute Möglichkeit, ein Gespräch, das Klarheit bringt. Und es bringt überall da Klarheit rein, wo wir vielleicht gezweifelt haben, dass wir das nicht gut gemeistert kriegen. Die Geldkarte liegt hier im Hause des Kles drin. Trotzdem ist die Warnung dabei, bei unserem Vorankommen gut zu gucken, in was investieren, für was geben wir Geld aus, wo brauchen wir ein bisschen Zurückhaltung, wo dürfen wir mehr drauflegen. Zugleich ist es hier eine seelische Klärung. Wir haben in unserem Haus drin die Blumen. Es können Besuche sein, Geschenke, die ankommen, Möglichkeiten, die Wachstum mitbringen, die so, ja, ich würde mal sagen, die aufklärend sind, die auf den längeren Weg etwas lösen und die uns auch wieder im Vitalitätsbereich ein bisschen aufblühen lassen. Es geht sehr viel um Aufklärung und es geht darum, eine unruhige Energie zu stabilisieren. Das Haus liegt hier im Haus des Sarges drin. Hier ist Umbruch, Anfang, Ende. Hier können viele Gespräche sein, vielleicht auch hier speziell über das Thema Geld. Hier auch mit einer weiblichen Person. Diese Gespräche sind sehr klärend und haben mit Haus, Umgebung, Finanzen, Familie zu tun. Ja. Ich lege gerade mal diese Reihe noch aus. Ich habe hier um die Finanzen rum. Die Fische haben immer zwei Gestaltungsmöglichkeiten. Wir haben das Geld und die Emotion. Etwas, was uns sehr erfreut, was da, wo viel Unruhe oder Konflikt war, ein bisschen Ruhe reinbringt. Wir haben die Sonne dabei, es können auch plötzliche Erfolge sein, plötzliche Wenden. Es kann aus dem Bereich Vertraglichkeit, Verbindungen kommen oder eine Möglichkeit mitbringen. Ne? Der Ring liegt hier im Haus der Blumen drin, die über einen Vertrag Geld entweder klar macht oder die Möglichkeit, ein bisschen mehr Geld zu generieren. Die Energie ist hier sehr schön, um die Seele, um die Finanzen rum. Ich habe hier Entscheidungen, die können so ein bisschen Unruhe mitbringen. Die haben hier mit dem Umfeld zu tun.
Vielleicht auch mit dem Zweifel, welchen Weg soll ich gehen? Welcher Weg bringt mir mehr Konflikte? Welcher Weg macht es mir besser, ruhiger? Hier ist das Haus des Neubeginnes. Hier sehe ich die Kontakte drin, die Nachrichten, die Gespräche, die Briefwechsel, Korrespondenzen jeglicher Art. Es kann ja auch um eine Auseinandersetzung mit einem Amt oder einer Behörde der Vitalität zu tun haben. Was mir hier auch auffällt, ist, dass wir vielleicht uns durch Zweifel ausbremsen lassen und dadurch einen Weg nicht sehen, der aber hier verfügbar wäre. Das können jetzt hier Energien sein oder Veränderungen. Da lässt man etwas weg. Ja, auch das wäre möglich. Man lässt einen Kreislauf weg. Man lässt einen Vertrag los und dann kommt Erfüllung raus. Es kann das Gegenüber auch betreffen, ne? Ich habe ein bisschen Zündstoff hier bei dem Thema Liebe und Beziehung. Hier können so Mangelgedanken kommen oder Verletzungen. Ne? Man hat hier so ein bisschen die verletzte Liebe, das Angenagte. Ne? Blockaden, die sichtbar sind, die man mit der Liebe oder dem Leben hat, die hier zu Konflikten führen können. Gleichzeitig ist es so ein bisschen wie ein reinigendes Gewitter, das dann im Beziehungsbereich auch neue Türen aufgehen lassen kann. Ich sehe, dass hier auch um Gelder der Family gehen kann, verbunden mit dem Beruf oder den Eltern mit dran oder aber auch mit einem Kampf, den wir führen. Ich würde mal sagen, dass wir hier Frieden schließen. Wir kriegen die Info, wie es geht. In unserem eigenen Haus liegen die Neubeginne drin. Die haben hier in der Korrespondenz mit den Blumen einen guten Platz, denn sie bringen Neubeginne mit, die auch das Umfeld mit betreffen oder die aus dem Umfeld kommen. Sie können was mit dem Beruf, der Berufung auch zu tun haben. Wir haben die Berufskarte im Hause des Briefes drin. In der Spiegelung sind wir. Es können natürlich auch Themen der Berufung sein, schicksalshafte Neubeginne, Familienthemen, auch ganz wichtig, wo es um das Stichwort Fundament geht, vor Anker gehen, sich gehalten fühlen. Emotionale Wunscherfüllung. Ein Thema, das viel Kraft gekostet hat, auf der seelischen Ebene auch, wird hier beendet. Wir korrespondieren damit. Das Außen spielt die nächste Woche keine Rolle, ne? Ich habe hier ein Thema am Beruf mit Kollegen, mit Mitarbeitern, aber auch wieder mit Impulsgebern, die aus beruflich verstrickten Wegen rausführen. Wir haben hier den Neubeginn. Den Erfolg hier auch im Hause des Geldes drin, zugleich eine noch wankende Energie. Hier ist so eine Wechselenergie irgendwie. Ne? Man lässt etwas weg und man nimmt etwas hinzu und irgendwo kommt da der Lohn, der sehr stabilisierend wirkt. Es kann sein, dass wir in den Abendstunden sehr viel nachdenken. Es kann ja auch sein, dass es unsere Kinder betrifft, Neubeginne am Beruf, Richtungswechsel, nochmal etwas lernen. Da geht aber auf jeden Fall das Wissen auf, das die Sicherheit mitbringt.
hier geht eine sehr stressige Qualität raus und wir dürfen auch hinterfragen, wer bringt uns weiter, wer ist unser Freund und wen dürfen wir hier weglassen. Also wir werden auch geprüft hier im Thema Freundschaften. Können auch so Wahlfamilie sein, zum Beispiel Familienangehörige. Tiere auch, Haustiere, ne? Hier ist etwas, das viel Möglichkeiten mitbringt. Ich habe das um die Wege hier sehr viel Optionen, ne? Mehrere Wege, mehrere Möglichkeiten, mehrere Wenden auch. Zugleich stehen uns unsere Zweifel im Weg. Das ist vielleicht auch eine Woche, wo wir verstärkt auf unsere Intuition hören dürfen, wo wir spüren, dass etwas vorgeht und man drängt es weg. Wir haben nicht, dass das Außen sehr, sehr wichtig ist, sondern es geht um unser Inneres. Hier kann man auch über den Beruf jemand begegnen, der sehr viel Möglichkeiten mitbringt zu einer Veränderung. Eine schicksalshafte Person. Sie korrespondiert hier mit den Blumen. Ne? Sie ist irgendwie unterwegs, um uns auf etwas aufmerksam zu machen. Oder man kann auch tatsächlich eine starke berufliche Verstrickung, eine Herausforderung hier lösen. Es geht ja auch darum, Dinge zu klären, die tatsächlich mit der Vitalität zu tun haben. Hier sind die Kontakte mit den Ämtern und Behörden. Kann auch sein, euch begegnet jemand, der hier voranbringt in diesen Themen. Okay, wie gesagt, die Wunscherfüllungskarte, die liegt hier im Haus des Mondes drin. Sie korrespondiert hier, sie spiegelt hier mit dem Haus, hier mit den Sternen und hier mit der neuen Tür, die aufgeht. Ich denke, es ist auch ein emotionaler Ballast, der abfällt, denn die Fische sind hier sehr stark beleuchtet mit guter Energie. Also so ein Ding, das am Herzen genagt hat, das ständig für Aufregung und Schwierigkeiten gesorgt hat, das auch viel Energie verbraucht hat, kriegt hier eine andere Qualität, einen Richtungswechsel. So, dann gucken wir, welches Krafttier begleitet uns die Woche. Hier sieht man eben auch Neubeginne, die Schwere rausnehmen, ne? Die wieder Energie zurückbringen. Wir haben das Känguru dabei. Es geht um die Träume, um das Innere, um die Visionen. Und es geht auch darum, dass wenn wir die hervorholen und auf sie hören, dass wir dann große Sprünge machen können. Das Känguru verbindet auch mit altem Wissen, das haben wir hier unten schön liegen, das Wissen, das Sicherheit mitbringt, das über die Emotion nach oben kommt. Und wenn man sich jetzt richtig ausrichtet, kann man große Sprünge machen, die auch der Verwirklichung dienen. Es geht darum, wie komme ich in der Welt zurecht, wie finde ich mich zurecht, wie ist es hier, heute und jetzt. Wie richte ich mich aus? Und es geht darum, hier ist es sehr passend, das Außen ist nicht wichtig, die nächste Woche, sich darum zu bemühen, eine Balance zu finden zwischen Innen und Außen, zwischen dir und dem Außen, zwischen dem, was man rausbringt aus sich. Und hier darf man auch den guten Moment nicht verpassen, in die richtige Richtung zu gehen.
ohne großen Energieaufwand kommt man hier weiter und wagt auch wieder etwas. Ne? Man hat hier diese großen Sprünge, wo man vorher vielleicht kleine Brötchen gebacken hat, mit dabei. Guckt mal, wie schön. Hier ist unser Haus, hier liegt der Neubeginn drin. Hier korrespondiert er mit den Blumen und hier haben wir den leuchtenden Sonnenaufgang mit dem Neuanfang. Also immer wieder geht die Sonne auf und hier ist es sogar leuchtend. Ne? Es bringt uns zum Erblühen, es gibt Energie zurück. Da wo die Sonne ist, da kehrt Energie zurück, da hört die Nacht auf, da geht sprichwörtlich die Sonne auf. Man erwacht zu irgendetwas. Das Ende der Dunkelheit, ein neuer Zyklus. Also das Symbol sozusagen für Aktivität und Kraft. Und die Karte bringt uns mit, dass unser Leben gedeiht auf vielerlei wundersame Art und Weise. Dass neue Erlebnisse und Ideen entstehen, Vitalität verfügbar ist. Den Tag zu nutzen, dass es hier wieder präsenter ist. Wir haben eine gute Chance für ein neues Projekt oder eine gute Idee, der man Leben einhaucht. Es ist alles möglich. Und man selbst ist auch eine leuchtend strahlende Erscheinung. Und da ist ein Licht, das von jedermann wahrgenommen werden kann oder darf. Okay, ihr Lieben, wir nehmen noch ein Vögelchen. Dann könnt ihr noch dranbleiben für die persönliche Botschaft. Wenn ihr möchtet, natürlich nur. Die Zwergohreule. Ich komme in dein Leben und bringe dir Spiritualität, Verbundenheit und Körpergefühl. Komme ganz bei dir an, setze Grenzen genau dort, wo du sie brauchst und sprich deine Wahrheit aus. Hier ist Kommunikation nötig, ne? Und hier auch das Konfliktpotenzial, das Kommunikation mitbringen kann, das hier aber sehr erleichternd und aufklärend ist. Ihr Lieben, ich wünsche euch eine schöne Woche. Ich drücke euch. Bis bald. So, hier bin ich wieder. Schauen wir für einen persönlichen Impuls noch. Was gibt uns die Woche mit auf den Weg? Über was dürfen wir nachdenken? Wo gibt es Situationen, die einen Hinweis beinhalten? So, sucht euch eine Seite aus und ihr nehmt beide für irgendein Thema. Ich werde mich für rechts entscheiden heute. Und da gucken wir mal, was da kommt. Ja, hier hat man für irgendwas bezahlt, ne? Man ist niemand mehr was schuldig. Man hat alte Gewohnheiten abgelegt. Alte Lasten werden einem abgenommen. Kann natürlich auch im materiellen Bereich sein, aber ich denke, es geht hier auch viel um das Gefühl, sich für irgendwas schuldig zu fühlen. Und man ist hier niemand mehr was schuldig. Hier darf man auch ein bisschen das Bedürfnis nach Kontrolle loslassen, in eine entspanntere Energie gehen, die dann auch schneller zur Wunscherfüllung führt. Wir haben den Engel, der uns sagt, dass es jetzt Zeit ist zu lernen, Infos zu sammeln,
dass man es auch genießen kann, ein Lernender zu sein, weil wir in der Zukunft genau dieses Wissen brauchen. Also achtet darauf, nächste Woche, wo kommen so Lernimpulse her, was ist wichtig für uns, welche Erfahrungen machen wir. Die Ringelblume, hier geht es um das Fühlen, um die Gefühle, um die eigene Sinnlichkeit. Und es geht darum, sich von Wärme und guten Energien umgeben zu lassen. Und wir haben hier den Tempel des Waldes mit dem Thema Erleuchtung. Hier ist sehr viel Bewusstseinserweiterung. Ne? Das innere Leuchten ist hier zu sehen. Vielleicht ist das auch so eine Erfahrung, die wir hier machen, dass wir immer besser in der Lage sind, alle Standpunkte zu betrachten, alle Facetten, die das Leben liefert. Hier darf man auch gucken, wenn wir hier das Thema Kontrolle haben, ne? Wo ist mein persönlicher Blick eingeschränkt? Wo habe ich nicht die Möglichkeit, mich zu öffnen? Wo halte ich an etwas fest, was meinen Vorstellungen entspricht, aber keine neuen Möglichkeiten mitbringt? Hier geht es um die Begrenzung, um den Horizont und es geht auch darum, die Welt mit anderen Augen zu sehen. Das wird eine Lebensbereicherung hier sein. Ja, und die Botschaft der Karte ist einfach, dass man wohlgemut sein kann, dass man sich entspannen darf, dass man sich frei und unbeschwert fühlt, dass positive Veränderungen anstehen, dass die Verbindung und die Anbindung vertieft wird und das alte Glaubensmuster, wer man ist oder was einem im Leben zusteht, vergehen und durch unfassbare Möglichkeiten ersetzt werden. Nehmen wir noch einen Glücksimpuls. Eine kleine Kurskorrektur ist nötig und eine schwere Phase ist beendet. Das deckelt und doppelt sich ein bisschen. Unten haben wir noch, du schaffst das. Also wunderbar. So, gucken wir die andere Seite. Ihr habt hier den Sommer, also das Hier und Jetzt. Eine gute Energie hier für euch, im Hier und Jetzt zu bitten und zu empfangen, was euch zufließen soll. Ihr habt die Geschäftsvorhaben, da geht es natürlich um etwas Spezielles im Arbeitsbereich oder etwas, das ihr euch erarbeiten wollt. Möglich auch berufliche Aufstiegschancen oder irgendetwas, was euch eure Arbeit zu Gold macht. Dann haben wir hier, sei voller Hoffnung und Vertrauen, denn es erscheint etwas Gutes Neues. Allerdings ist es für dich noch nicht sichtbar. Trotz allem, der Sommer ist hier Zeitraum. Und ihr habt den Holunder mit dem Thema, die Ewigkeit ist jetzt. Ne? Hell und dunkel, alles wirkt zusammen. Das, was wir heute denken, werden wir morgen sein. Deshalb sollten wir das jetzt mit Licht und Liebe und allem gestalten, was uns Freude bringt. Dann haben wir nämlich in der Zukunft eine schöne Vergangenheit. Und ihr habt die weiße Frau des Hains mit dem Thema Gnade. Die Karte hier, die sagt, dass wir in eine Zeit gehen, ja, wo es freudiger wird, wo es leichter wird, wo Dinge von einem abfallen. Hier ist viel Freundlichkeit, Hilfsbereitschaft, Liebe und es ist ein Zustand, der sich eben Gnade nennt. Gnade kann sich auch so zeigen, dass man zum Beispiel viel innere Größe hat, dass wir nicht auf unsere Meinung bestehen, auch wenn wir wissen, dass wir es besser wissen oder in dem Moment vollkommen richtig liegen. Da lässt man auch Sachen fallen in dem Wissen, dass es im Großen und Ganzen nicht sonderlich bedeutend ist. Es geht auch um gnadenlose Ehrlichkeit und manchmal darf man da ein bisschen mehr Diplomatie bringen. Auch ihr habt die Botschaft, dass ihr entspannen und loslassen dürft, denn euer Weg ist behütet. Hier reift eine große spirituelle Größe. Das Wesen der Gnade entfaltet sich in euch. Ja, und es geht darum,
die Wahrheit der anderen, auch wenn man nicht der gleichen Meinung ist, zu ehren und sie denen zu lassen. Ne? Denn das große Ganze kennt die Wahrheit. Ihr Lieben, ich wünsche euch eine schöne Woche. Ich drücke euch bis bald.